viele Grüße vom Campo Imperatore. Die erste Nacht haben wir wir haben sehr gut geschlafen und ich habe die Insta360 noch draußen. Gestern Abend für den Sonnenuntergang und heute Morgen habe ich sie kurz umgestellt, um den Sonnenaufgang noch mal im Zeitraffer für euch einzufangen. Ich bin gespannt, ob die Aufnahmen was geworden sind. Die blende ich euch dann gleich im Anschluss an dieses Video ein, damit wir das zusammen genießen können. Genießt mit uns zusammen den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang. An einem ausgewiesenen Sightseeing-Punkt im Campo Imperatore konnten wir es uns nicht nehmen lassen, unsere DJI Mini 4 Pro noch einmal in die Luft zu bringen. Die Aufnahmen sprechen für sich selber. Wie immer voller Körpereinsatz. Bärbel hat wieder ein paar schöne Fotos gemacht. Und da kommt sie auch schon angerannt. Dann können wir weiterfahren. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, es regnet. Das macht uns aber gar nichts aus. Wir sitzen schön warm und trocken. Dafür, dass das Gebiet hier so riesig ist, habe ich gedacht, es wäre einsamer. Aber dadurch, dass das so gigantisch ist, verteilt sich die Menge natürlich auch. Wobei wir gerade hier oben auf dem Berg an 2 Restaurants vorbeigefahren sind. Und da knubbelt sich alles. Da steht die komplett weiße Ware. Und dann stehen da auch Zelte, also die Wanderer, die dann auch zelten. Und das verstehe ich einfach nicht. Hier hast du so viele Möglichkeiten, freier zu stehen oder alleine zu stehen. Und dann hocken die alle beisammen da oben an dem Restaurant und ja, das wäre nichts für uns, oder? Nee, das wäre nichts für uns oder ist nichts für uns. Ist unterm Strich aber auch kaum Mehrwert, muss man sagen. Also die haben da beim Restaurant irgendwie 3 Mülltonnen aufgestellt. Ja, da kannst du dann dein Müll entsorgen. Da ist aber keine Fähr- und Entsorgungsstation. Du hast keinen Strom, du hast nichts für Grauwasser ablassen. Also helft uns doch einfach mal bitte auf die Sprünge. Schreibt es mal in die Kommentare. Wo ist denn da der Vorteil oder der Reiz, sich mit so vielen Leuten, also viele war jetzt auch relativ, da haben wie viel gestanden? 20 Wohnmobile auf einem Dreiviertel Fußballfeld vielleicht, ne? Aber nichtsdestotrotz, dafür, dass man hier so viele Möglichkeiten hat, legal links und rechts auf den ausgewiesenen Plätzen zu stehen, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Aber das kann ja auch jeder machen, wie er will. Das soll ja nicht eine Wertung oder Bewertung vom Verhalten anderer Leute sein, auf keinen Fall. Vielleicht fragen sich die einen oder anderen auch, ja, warum stehen die denn da alleine rum? Das macht doch gar keinen Sinn. Also für uns macht es einfach deutlich mehr Sinn. Wie seht ihr die Sache? Und wird uns wirklich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Könnte sein, dass das so eine mittelprächtige Idee war, hier hochzufahren zum Observatorium, gerade wo die Wolken hier alle so hängen. Viel sehen tun wir nicht. 10% Steigung, das merken wir jetzt sogar mit unserem Dexter. 3. Gang, 2500 Umdrehungen, dann funktioniert das ganz gut. Uns kommt Gott und die Welt entgegen, Motorradfahrer, andere Camper, ob die Nacht da oben verbracht haben oder wie wir nur mal eben da gucken wollen. Lassen wir uns mal überraschen.
Jetzt haben wir noch 3 Minuten, 1,7 Kilometer. Die nehmen wir euch jetzt mal mit. Ihr seht ja, mächtig neblig hier die Nummer, ne? Sind wir mitten in den Regenwolken. Vielleicht sehen wir vom Observatorium auch gar nicht so viel, aber hier ist alles offen. Und genug Möglichkeiten, wo man sich auch noch links und rechts wieder hinstellen könnte für eine Nacht. Aber das machen wir, wenn, dann weiter unten im Tal. Da sind wir wieder an schönen Sachen an Parkplätzen vorbeigekommen. Man sieht hier kaum noch irgendwas. Sollen wir ein bisschen langsamer fahren, weil wir sind in 2 Minuten da. Aber man muss ein bisschen konzentriert fahren. Ich würde jetzt mal die Sicht auf 50 Meter oder was? Mehr haben wir nicht, Mehr oder? haben wir nicht, auf keinen Fall. Eher weniger. Gut, dass wir hier Navi anhaben. Da sehen wir die Streckenführung zumindest ein bisschen. Aber das macht keinen Sinn, hier oben zu bleiben, ne? Nein. Auch wenn sich das alles wieder verziehen sollte. Wir fahren jetzt hoch. 950 Meter. Die kommen uns mit Warnblinklicht hier entgegen. Naja, weil sie alle nichts sehen. Ich glaube, wir haben hier doch sogar Nebelscheinwerfer. Zack. Machen wir mal an die Dinger. Wofür haben wir sie denn? Ach. 750 Meter noch. Bin mal gespannt, ob da oben jetzt noch welche stehen oder ob wir alleine Ja. oben. So, jetzt haben wir auch keine 50 Meter mehr Sichtweite, oder? Das sieht ja auf der Kamera ganz anders aus. Das ist in Wirklichkeit viel weniger. Gut, ein bisschen Abenteuer gehört halt dazu, ne? So, das wird immer krasser. Ja. Müssen wir uns jetzt, da, kaum gesehen, zack, steht der vor einem. 400 Meter noch. Macht dann Scharfe nur noch die Rechtskurve. Regentropfen scharf. Der Rest ist leider ein bisschen verschwommen, tut mir leid. Der nächste. Ihr seht es ja. Kaum tauchen die Lichter auf, zack, steht das Auto vor einem. Hier geht so eine Kurve. Ja, und dann müssten wir eigentlich schon fast auf dem Parkplatz sein. Boah, hier siehst du gar nichts. Heftig, ne? Ja. Nee, wir drehen hier oben nur eben eine Runde um den Parkplatz. Ja. So, hier stehen sie schon Hier und steht man auch noch ein sieht, Auto. man sieht nichts einfach. Man sieht Guck mal, die einfach, bleiben auch in den Autos sitzen. man sieht einfach Weißt du, was nichts. steht? Ja. Ah, hier sind noch 2 andere Camper. Ja, hier scheint einfach irgendwie so ein hier Kreisverkehr stehen, oder irgendwas zu sein. Roadsurfer. Die haben sich hier alle eingemuckelt. Ja, kannst vergessen. Ja. Willst du runterfahren? Wir sind oder? am Observatorium. Ah, vielleicht ist das, ach, hier vorne steht auch noch ein Auto. Man Da sieht wird das halt, Observatorium sein. Bleib mal stehen. das Gebäude ein bisschen, Ja. aber das macht hier ja sowas von 0,00 Sinn. Was steht denn da auf dem Zettelchen? Camper, 20 € Parkgebühr. Ja. Ich sag's mal, wie es ist. Auf keinen Fall. Hier haben wir noch so kleine Fritten, Panini-Buden, die hier im Übrigen an jedem, Haben sie mit Steinen beschwert. ja, ich will's nicht wissen, was hier oben an Wind los ist, ne? Also hier diese kleinen Panini-Buden, die stehen hier irgendwie am Arsch der Welt, entschuldigt bitte. In jeder kleinen Bucht am Weg hier hoch standen die jetzt, ne? Naja gut, wir waren jetzt hier oben, das war irgendwie 0,00 nix. Und jetzt fahren wir hier wieder runter. Ganz vorsichtig und Genau, langsam. langsam Nebelscheinwerfer haben wir an, normales Abblendlicht haben wir an. Und dann gucken wir mal, wo wir uns unten, wenn wir wieder ein bisschen was sehen, eine kleine Parkbucht suchen. Ja, schade,
Ich glaube, der Ausblick von hier oben wäre ganz gut gewesen. 2160 Meter oder irgendwas. Wir haben auch nur noch 11 Grad hier oben. Das tun wir uns aber jetzt nicht an. Gut, wir melden uns dann vermutlich später wieder. Ihr seht schon an der Sitzposition, wir stehen. Das liegt aber daran, dass es mal wieder in Strömen regnet. Wir sind vom Observatorium runter, stehen jetzt auf 1770 Meter, haben uns erstmal hier gemütlich eingerichtet. Statt einen zweiten Kaffee haben wir einen Kakao, Milch, Pulver rein, Kakaopulver rein, hatte Bärbel bei irgendeinem Lidl mitgenommen die Tage. Und was schon ein paar Tage hier auf uns wartet, ist ein Stück Kuchen. Den lassen wir uns jetzt auch noch schmecken. Wenn das Wetter gleich ein bisschen aufklart, drehen wir nochmal mit der Alma eine Runde. Mal gucken, ob wir dann das ein oder andere Panorama hier noch für euch eingefangen kriegen. Ja, wenn nicht, wird es ein kurzes Video vom heutigen Tag. Aber mal gucken, es gibt gleich noch was zu essen. Vielleicht blenden wir da noch irgendwas ein, beziehungsweise dann heute Nachmittag. Wo kann man besser YouTube-Videos hochladen als hier mit diesem Ausblick? In einem kurzen Zeitraffer zeigen wir euch, wie die liebe Bärbel uns einen Nachmittagssnacks zubereitet. 4 Spiegeleier landen in unserer Jägerpfanne, gut gewürzt und anschließend auf frischen Brötchen. Wir lassen es uns schmecken. Hallo ihr Lieben, wir haben heute mal das schlechte Wetter für einen Ruhetag genutzt. Ich habe Google und Wikipedia nochmal bemüht und ein paar Sachen gefragt und durchgelesen. Welche Filme wurden in den Abruzzen gedreht? Das Kanu des Manitou, Der Salzpfad, Jurassic World, Die Wiedergeburt und Lilo und Stitch. Unter anderem habe ich Wikipedia nochmal nach Flora und Fauna befragt. Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Durch intensive Weidewirtschaft in der Vergangenheit, es wird geschätzt, dass es sich im 16. und 17. Jahrhundert zwischen 1 und 2 Millionen Weidetiere rund um den Campo Imperatore aufhielten, ist die Flora dort stark Veränderungen ausgesetzt gewesen. Es kam zu einer generellen Verarmung der Arten und einem massiven Auftreten von Nitrophyten wie große Brennnessel, Ringdisteln, Eberwurzen, Kratzdisteln, Löwenzahn und anderer Gattungen. Bestimmte Bereiche wurden von Borstgras besiedelt, das von Weidetieren geschmäht wird und zudem durch die Hufe der Tiere wenig Schaden erleidet. Durch die anthropogene Faktoren entstandene Borstgrasweide bildet wiederum einen besonders schützenswerten Lebensraum. Ein 1952 gegründeter botanischer Garten in der Nähe der Seilbahnstation widmet sich der Kultivierung und Erforschung von ungefähr 300 einheimischen Bergpflanzen. Unter diesen Pflanzen befindet sich die seltene und bedrohte Rauschbeere, gelber Enzian, Edelweiß und Adonisröschen. Der Campo Imperatore ist Habitat für den italienischen Wolf, die Wildkatze und Gemse. Die Abruzzengämsen schienen beinahe ausgestorben zu sein. Die Population erholte sich jedoch durch intensive Zusammenarbeit zwischen dem italienischen WWF und der Verwaltung des Nationalparks. Andere Tierarten, die das Hochplateau bevölkern, sind Wildschwein, Fuchs, Ringelnatter, die sonst seltene Wiesenotter und eine Vielzahl Vogelarten wie Steinadler und Falke. Entschuldigt bitte meine Versprecher. Ihr seht es schon, es ist langsam Abend geworden. Wir waren, auch wenn wir heute nicht wahnsinnig viel Kilometer gemacht haben und einen entspannten Tag gemacht haben, nicht komplett faul. Wir haben unsere ganzen Fotos und Videos gesichert auf einer schönen externen Festplatte, damit uns auch nichts verloren geht. Noch dazu sind 2 Videos schon mal hochgeladen worden auf YouTube, so dass der Nachschub für euch auch nicht ausgeht. Wir verabschieden uns hiermit erstmal für diesen Tag und melden uns dann morgen für euch wieder. Macht's gut, schlaft gut. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist das Observatorium richtig gut zu sehen. Keine Wolke mehr hier oben. Und wir sind gerade aufgestanden. Dort seht ihr noch meine Insta, die ich ein bisschen befestigt habe. Die Nacht war nämlich ganz schön Wind. Wir gucken nachher mal, ob um meinen Sternenhimmel was geworden ist.
Auf jeden Fall haben wir schönen Sonnenaufgang da unten. Noch eine herrliche Stille hier. Bärbel bereitet gerade schon den Kaffee vor. Und ich muss mal gucken, wo unsere Hundedame hingelaufen ist. Und wenn wir sie gefunden haben, melde ich mich wieder. Ja, wo bist du denn, mein Schatz? Guten Morgen. Hallo Alma. Guten Morgen, ihr Lieben. Leider verlassen wir jetzt dieses atemberaubende Hochplateau Campo Imperatore. Als wir auf dem Weg zum Campo Imperatore gewesen sind, haben wir kurz nach dem Ortsausgang von L'Aquila eine große oder eine Waschmöglichkeit auch für größere Autos gesehen. Da stand nämlich so ein mittleres Expeditionsmobil und der Besitzer, schätze ich mal, war da mit dem Hochdruckreiniger zugange. Wir gucken mal, wenn uns die Strecke da jetzt wieder dran vorbeiführt und so sieht es im Moment aus, dann halten wir da mal an. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, mal ein paar Hundehaare hier von den Sitzbezügen und einmal hier durchzusaugen, zu entfernen, wollte ich sagen. Ja. Lassen wir uns überraschen. In Reih und Glied, schön am Rand. Kriegen nicht viele Menschen hin, muss man sagen. Ja. Soll mal einer sagen, die sind doof. Sind sie nämlich nicht. Oh, oben links 2 Hütehunde. Die passen schon auf heute Morgen. Das heißt, dann ist die Schafsherde nicht weit. Mal gucken. Guck mal, da vorne. Da ist der 3. Hütehund. Ganz vorne. Ja. Nix Schafsherde, die passen auf die Kühe auf, ne? Ja. Ich versuche euch das mal ein bisschen. Ey, Jungs, macht keinen Scheiß da vorne. Ja, dann halte einfach ein bisschen Abstand. Wenn die sich necken, macht's doch wie eure Kollegen. Geht da hinten über die Wiese. Gibt immer einen, ne? Der aus dem Immer einen Raster so einen fällt. Dickkopf, ne? Kennst du das? Alle anderen benehmen sich, nur der eine. Der Klassenclown. Oh, nicht galoppieren, bitte nicht. Ja, mach das doch nicht. Ja, was hast du denn zu erzählen? Oh, du bist aber hübsch. Ups. Oh, da passt aber jemand auf. Guck mal, wie hübsch. Ja, gut. Und jetzt soll ich wegfahren? Ist dir das lieber? Gefällt dir nicht? Super. Gut gemacht. Haben wir da eine Lösung Oh, gefunden. guck mal, Babylein. Oh, die humpelt aber, ne? Ja. Hast du Schmerzen, mein Schatz? Das war ja zu erwarten. Oh, das war ein Hörner. Da. Oh, die ist auch hübsch. So, Kuhherde auch erledigt. Angekommen an der Waschbox, die wir gesehen haben. Und die haben sogar hier hinter was für große Fahrzeuge mit Ablauf. Hier werden wir den Dexter jetzt mal ein bisschen sauber machen, würde ich sagen. Rein theoretisch von der Höhe könnte der sogar rechts daneben reinpassen. Aber gut, das Risiko gehen wir jetzt mal nicht ein. Die Damen drehen mal noch eine kleine Runde. Und ich werde mal gucken, ob ich mich hier mit dem Automaten irgendwie anfreunden kann.
Da sind ja ganz schön viele bunte Knöpfchen drauf, hä? So, also mit Bargeld ist nicht. Man muss hier tauschen. Euros gegen Coins. Das versuchen wir dann jetzt mal. Geh mal davon aus hier, ne? Schmeiß rein, sonst kommt's wieder raus. Drei Stück und dann mal Knöpfchen drücken. Ja, hier. Hat schon mal nicht geklappt. Tada! So, haben wir das doch schon mal erledigt. Und dann viel Spaß. So, 3 Stück. Und dann probieren wir unser Glück mal. Ich glaube nicht, dass wir bei einem riesen Ding mit 3 Euro hinkommen, aber gut, wir fangen erstmal an. So, quasi eingeweicht ist er. Dann geht der zweite Coin drauf. So, von außen grob wieder ein bisschen sauber. Sieht ja direkt wieder mal schicker aus. Und jetzt holen wir noch 2 Coins. Dann haben wir insgesamt 5 Coins, sprich 5 Euro. Und zweimal werden wir mit Sicherheit für den Staubsauger brauchen für innen drin. Aber dann haben wir ihn auch wieder schick und sauber. Nach 10, 11, 12 Tagen innen drin einmal durchsaugen, schadet ja nicht. Ja, Waschanlage ist ganz praktisch, muss man sagen, ne? Also hier draußen für größere Fahrzeuge. Zack, die Coins holen, saugen, Luftdruck. Alles kann hier erledigt werden. Und hier hinter den Bäumen ist wohl auch die angrenzende Tankstelle. Aber wir haben noch genug von allem. Also brauchen wir da erstmal nicht anhalten. Wie ihr ja schon gesehen habt, war der Svenny schon mächtig fleißig. Ja, du auch. Der Große hat sich auf jeden Fall eine Wäsche verdient. Jetzt ist er wieder picobello sauber. Und ich habe innen drin mal die Teppiche von der Alma abgesaugt. Die sind ja doch voller Tierhaare. Ich muss sagen, ist mir positiv aufgefallen, die Staubsauganlagen, keine Ahnung wie das hier heißt, die sind wirklich, wirklich großartig. Also da kann sich Deutschland oder die deutschen Hersteller wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Die liefen extrem lange und wirklich, ich habe die Teppiche blitzeblank sauber bekommen. Von der Leistung her. Ne? Ja. Also wir kennen es jetzt von, ohne dass wir jemanden schlecht machen wollen oder was auch immer. Oh. Vielleicht sind das bei uns So gelbe. an den Tankstellen in der Umgebung, wo wir wohnen, auch da alle nur schlecht und überall anders sind sie gut. Also wir haben bei der Star, wir haben eine Aral. Wenn sie denn mal funktionieren, funktionieren sie mehr recht als schlecht. In der Regel sind sie aber 80-85% der Zeit kaputt, nicht im Betrieb und ja, Schlauch gerissen. Also Die Leistung nicht gut. ja, also alles nicht so super. Das war jetzt hier, ja klar, natürlich kein repräsentativer Eindruck, den wir jetzt hier an der einen Waschbox in Italien haben sammeln können. Aber es fällt halt einfach auf. Oh, da steht aber mal ein mächtig dicker Hund. Oh, einfach so auf der Straße. Ja. Na, wo willst du denn hin? Der weiß bestimmt, wo er hingehört. So, also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben jetzt noch eine gute Dreiviertelstunde zu fahren, 39 Kilometer. Und heute fahren wir nicht ganz so viel. Wir haben jetzt noch 2 Tage Zeit bis zum nächsten großen Highlight. Und fahren jetzt nur ein Stückchen heute und morgen, um uns ein bisschen zu positionieren. Und ja, wenn der Platz, wo wir heute hinfahren, einigermaßen brauchbar ist, dann fangen wir zumindest heute an, die Roomtour für euch zu drehen.
euch unseren Dexter von außen, innen mit den Umbauten und den wenigen Anpassungen innen, die wir bis jetzt gemacht haben. So viele sind es ja nicht, weil man ja A, noch nicht so lange haben und B, das Fahrzeug, ohne das Fazit vorwegzunehmen, für uns schon so, wie wir es gekauft haben, relativ optimal ist. Kann dann also sein, dass nächste Woche statt des nächsten Reisevideos bei YouTube unsere Vorstellung vom Dexter für euch online sein wird. Aber das entscheiden wir spontan. Lasst euch überraschen, wie immer bei uns. Blitzer, wollte euch nur mal so ein bisschen hier noch an den schönen Häusern teilhaben lassen. Die sehen schön aus, ne? Ja, Also zumindest farblich Gestaltung und mit den Balkonen vorne. mit dem Wetter passt natürlich auch wieder. Wir sind bald da. 2,8 Kilometer, 7 Minuten. Jetzt fahren wir hier schon eine Zeit lang über so einen kleinen Schotterweg. Der ist aber eigentlich noch relativ eben, aber links und rechts davon Sonnenblumenfelder ohne Ende. Tja, da haben wir aber auch jetzt im Urlaub schon einige von gesehen, ne? Die sehen alle nicht mehr so mega prickelnd aus. Lassen die sich nicht verkaufen oder was ist da los? Habt ihr irgendwie mitgekriegt, was jetzt so Ende August, Anfang September 25 mit den Sonnenblumen in Italien los ist? Also da waren bestimmt ja, guck mal hier, wenn Bärbel mal kurz nach rechts zeigt. Ich meine, hier sind ja schon Millionen vermutlich. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen kaputte Sonnenblumen wir dann jetzt schon auf unserer Fahrt quer durch Italien gesehen haben. Irgendwie ein bisschen schade. Also wenn die schön aufrecht sind, hat dann auch mit der Dürre zu tun oder ich weiß es nicht. Die anderen Felder, die wir gesehen haben, da waren die Sonnenblumen alle recht schwarz. Ja, komplett vertrocknet schon oder eingegangen oder ja. Und die hier sind auch kurz davor. Naja, hier sind so 2, 3 Stück dazwischen. Ja. Ja, wirklich schade. Aber die Anfahrt bis jetzt eigentlich recht nett, ne? Ganz schön. Zu unserem jetzigen Stellplatz. Ja, der ist halt jetzt hier unten in der Ebene. Da werden wir nicht so wahnsinnig viel Aussicht oder was auch immer von erwarten können. Aber Anfahrt jetzt hat Bärbel recht, ist okay. Wenn wir dann gleich schön alleine stehen und ein bisschen Kulisse haben, dann schnappen wir uns unsere Mikrofone wieder und fangen mal an, für euch die Roomtour zu drehen. Unsere Alma liegt auch recht entspannt hier bei uns. Alles schick. Ja, das wäre eigentlich ein sehr schöner Stellplatz hier, muss man sagen, ne? Ich habe nur das Gefühl, hier hinter ist so ein altes Elektrizitätswerk. Also hier fühlen wir uns nicht so richtig gut. Da hinten stehen noch ein paar Autos. Hier ist überall Videoüberwachung und so. Ist zwar an einem schönen See, aber hier werden wir nicht bleiben. Da haben wir uns schon besprochen. Jetzt fahren wir nochmal 20 Kilometer, 24 Minuten oder was weiter. Ruhe ist hier, gar keine Frage. Die Alma lassen wir nochmal eben Pipi machen. So, und unsere Waschaktion von vorhin über die Feldwege, die wir hier gerade gerattert sind, hat sich dann natürlich komplett in Luft aufgelöst. Ne? Naja, ist egal. Hauptsache von innen ist noch ein bisschen sauber. Und so ein bisschen Offroad-Look schadet ja auch nicht. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Wir haben jetzt 2 Stellplätze angefahren. Da stand überall dran privat. Das respektieren wir natürlich und fahren weiter. Möchten wir nicht stehen bleiben. Die Fahrt hierher hat allerdings Spaß gemacht. Ein bisschen Schotter, ein paar Schlaglöcher. Ja, Sven hat was Neues rausgesucht, da fahren wir jetzt hin. Ja. Genau. Das Waschen, den Dexter Waschtag hätten wir uns auch schenken können. Zumindest von außen, von innen sind wir ja froh. Aber die Anfahrt jetzt hier zu den letzten beiden in der Theorie Stellplätzen hat wieder für ganz schön Dreck außen am Fahrzeug gesorgt. Aber ist egal. Wir hatten ein bisschen Spaß. War schön zu fahren durch die ganzen
Sonnenblumenfelder hier hindurch. Und jetzt haben wir nochmal 22 Minuten, 20 Kilometer zum nächsten Platz. Ich habe euch hier eingeblendet die Wiese, wo wir hätten stehen sollen. Aber wie gesagt, sobald da Schilder stehen, Privateigentum, Privatgrundstück, dann hat irgendjemand da entweder übertrieben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das egal. Privat ist privat. Ich möchte bei mir am Hof zu Hause auch keinen stehen haben, der da nicht hingehört. Von daher fahren wir erstmal weiter. Bis gleich. Direkt angrenzend an unseren Stellplatz ist hier der schöne Park. Da marschieren wir jetzt mal durch. Das ist ja für den Alma ein Träumchen. Und dann gucken wir mal, da vorne ist noch ein anderer Hund, wo wir denn diesen Ticketschalter finden und vor allen Dingen, wie die Öffnungszeiten sind. Morgen haben wir nämlich ein paar Kilometer mehr zu fahren und dann wäre schön, wenn wir dann nicht erst um 12 hier wegkommen. Wobei geht ja auch gar nicht. Wir haben jetzt für 24 Stunden, wir sind um 11.45 Uhr quasi, haben wir eingecheckt. Also müssen wir morgen um 11.45 Uhr auch wieder hier weg sein. Ansonsten ist die Anlage hier aber erstmal schön gepflegt. Da kann man nichts sagen. So, den Bezahlautomat haben wir gefunden und wenn wir das jetzt richtig gelesen haben, in der Zeit von 7 bis 7, also 7 bis 19 Uhr, können wir da unser Parkticket reinschieben. Das ist wirklich am Ende. Wir stehen da hinten irgendwo zwischen den Bäumen und hier ist der Park zu Ende und wenn der Park zu Ende ist, geht man einfach rüber. Da ist die Information, aber man braucht gar nicht in die Information rein, sondern direkt daneben ist außen ein Ticketschalter. So, kein Bargeld, keine EC-Karte, keine Kreditkarte, nur Bargeld. Also 20 Euro. Da ist aber alles mit abgegolten. 24 Stunden stehen. Strom, Wasser, Ver- und Entsorgung. Gucken wir mal, ob uns das gefällt. Aber hier mit dem angrenzenden Platz ist schon mal ganz schön. Da hinten kommt Bärbel und Alma. Zack, zack. Kann der Alma hier auch mal laufen. Hier hat sie viel zu riechen. Hier sind noch ein paar andere Hunde, die hier rumlaufen. Zwar alle angeleint, ist mit Spielen nicht so viel, aber riechen ist ja auch schon mal ganz gut. Dann gucken wir uns mal hier auf dem Platz die Ver- und Entsorgungsstation an. Hier ist die Einfahrt, da kommt ihr rein. Hier geht es dann wieder raus. Nach dem Bezahlen vom Ticket von den 20 Euro habt ihr 30 Minuten Zeit, hier wieder rauszukommen. Man kann hier schön rumfahren. Platz zum Rangieren ist hier genug. Ja, kann man wohl machen, ne? So, hier ist alles nur noch Knöpfchen drücken. Drinking Water. Okay, muss man mit Sicherheit ein bisschen laufen lassen, nur zur Sicherheit. Ansonsten, auf der Seite wird dann Chemieklo entleert und Tankwash Knöpfchen direkt daneben. Na, das kriegen wir alles hin morgen früh. Heute ist noch nichts nötig, wir haben noch Wasser und alles genug. Aber morgen früh, oder was sagst du? Morgen früh bekommen wir das hin. Genau, machen wir Frischwasser und alles voll, weil wir dann nicht mehr wissen, wann wir die nächste Gelegenheit dazu bekommen. Gut, hier vorne geht die Straße vorbei. Hat jetzt nichts mehr mit der Idylle vom Campo Imperatore zu tun, aber das ist eh klar. Roomtour drehen wir dann hier heute nicht. Vielleicht dann morgen oder übermorgen. Wir haben in den nächsten Tagen noch genug Zeit, das zu machen. So, jetzt braucht die Alma gleich erstmal was Wasser. Wir brauchen auch ein bisschen Getränke. Seit wir heute Morgen losgefahren sind, haben wir uns eine Dose 03 irgendwas geteilt. Und jeder ein Käffchen. Das war's dann aber auch schon. Da unser Waschstraßenbesuch heute quasi umsonst gewesen ist, die Temperaturen hier auf über 30 Grad gestiegen sind. Ihr seht, wir haben vorne ausnahmsweise mal alles zu. Versuchen wir den Tag langsam ausklingen zu lassen. Morgen früh werden wir die Ver- und Entsorgungsstation hier auf dem Platz nochmal aufsuchen, Wasser auffüllen,
Toilettenkassette leeren, Grauwasser entsorgen, damit wir dann frisch und sauber wieder in den nächsten Tag starten können. Die grobe Richtung ist klar, es geht für uns Richtung Mittelmeer. Ob wir morgen schon Wasser sehen, keine Ahnung, kommt auf den Stellplatz drauf an. Vielleicht haben wir morgen etwas mehr Glück wie heute. Drückt uns doch bitte die Daumen.